Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute, in dem heutigen Video, soll es einzig und alleine um die Pläne für W50 gehen. Was habe ich da geplant? Was für Projekte wird es geben? Und viele weitere Sachen, die auf jeden Fall schon im Raume stehen, sag ich mal. Und das Ding ist ja, wir wissen ja noch nicht zu 100%, wann W50 kommt. Wir spekulieren ja nur, ne? Am 22. Juni hat ja Shakes and Fidget Geburtstag, ne? Und das ist ein Dienstag, soweit ich mich recht erinnere. Das heißt, dass dann am Freitag höchstwahrscheinlich denn der Geburtstagsserver released wird, weil freitags wird ja immer ein Server released. Oder freitags wird ja, also nur freitags werden Server released um 16 Uhr. Ne? Und deswegen geht man davon aus, dass der 25. Juni der Tag sein wird, wo der Geburtstagsserver rauskommt. So, jetzt ist die Frage, was habe ich geplant auf dem Server? Und zwar ist es ja relativ simpel, aber auch gleichzeitig genial. Und ich denke mal, viele von euch werden da extrem Lust drauf haben, das mal sehen zu können, weil beim ersten Teil davon, sozusagen bei der Theorie, das schon damals sehr viele gefordert haben und die Theorie sehr gut ankam, und jetzt kommt quasi zu W50 die Praxis. Ja, ein paar Leute werden vielleicht jetzt schon wissen, worum es geht. Vielleicht haben sie es auch schon im Tab hier oben links gesehen, was es sein wird. Und zwar hatte ich ja mal mit Davalon dieses wunderschöne Video gemacht von wie du Stufe 220 in 2 bis 3 Tagen schaffen kannst. Ja? Für das Video muss man auch erstmal ein Like an der Stelle selbst da lassen. Ja, das ist auf jeden Fall, ich like meine Videos selber nicht, nur die wirklich sehr, sehr gut sind. So, die werden geliked. Der Rest wird durch die Bank weg ignoriert. Ne? Und wie du es schaffst, in 2-3 Tagen Stufe 220 zu erreichen, das Video, wie gesagt, kam sehr gut bei euch an. Und in dem Video geht es quasi nur um die Theorie, wie man so einen Serverstart am besten durchgeht. Ja, und da haben wir alles von vorne bis hinten ins kleinste Detail besprochen gehabt. Was man zu tun hat, was man zu lassen hat, wie man am besten vorgeht, um diese Stufe zu erreichen. So, da haben sich sehr viele Leute in den Kommentaren gewünscht gehabt, dass man das vielleicht mal so zeigen könnte. Und genau das ist der Plan für W50. Ich werde zusammen mit dem guten Davalon in einer Gilde spielen, ja, die schon steht soweit, und die Warteliste ist da wohl ziemlich hoch. Und ich werde den Serverstart mit Davalon zusammen streamen. Ja, also er wird dann zu Gast bei mir sein, und dann werden wir seine Sicht streamen, wie er den Serverstart pilzt. Und das wird natürlich, W50 wird natürlich kein normaler Serverstart werden, so ein 0815 Serverstart wie jeder andere, wo er es auch schon geschafft hat, in so kurzer Zeit dieses Level zu erreichen. W50 wird natürlich nochmal um einiges teurer werden, intensiver werden und natürlich auch vom Start her deutlich krasser werden. So, weil auf dem Server, kann ich euch jetzt schon versichern, werden sehr, sehr viele starke Spieler teilnehmen. Es werden generell viele Spieler, aber auch sehr, sehr viele starke Spieler, ja, die auch ein bisschen, es gibt ja einen Unterschied zwischen Pilzern in Shakes and Fidget und Pilzern, die sich aber mit dem Game noch ein bisschen besser auskennen als so die 0815 Pilzer, sag ich mal so. Ne? Also es gibt schon ein paar Kniffe im Spiel, worauf man achten muss, welche man ansetzen kann und wie man sich kleine Vorteile verschafft gegenüber anderen Pilzern. So. Also wir reden hier wirklich vom Hardcore Mushrooms wasten. Ja? Und dieses Wasten soll eben nicht der Fall sein. Man soll natürlich so kosteneffizient wie möglich spielen, und das werden wir auf jeden Fall zum W50 Serverstart machen. Es wird einen Stream-Marathon geben. Das heißt, am Freitag, ja, wenn der Server startet,
dann wird es da Minimum einen 8-Stunden-Stream geben, Minimum 8 Stunden, ja, höchstwahrscheinlich länger. Am Samstag, den Tag da drauf, der zweite Tag, wird es morgens früh direkt weitergehen, wo auch wieder Minimum ein 8-Stunden-Stream kommt. Also wir werden den kompletten Serverstart durchweg streamen und am Sonntag wird es auch wieder so einen heftigen Stream geben. Das heißt, wir werden diese Challenge oder besser gesagt dieses Projekt, werden wir von 0% bis 100% durchstreamen. Ja, Freitag, Samstag, Sonntag. Was die Wochentage machen, da muss ich noch genauer gucken, wie ich dann frei bekomme, weil ich bin ja auch ein arbeitender Mensch, angestellt und meine Zeit ist da leider dementsprechend auch begrenzt. Aber ich habe mir schon um diese Zeit, den Juni, wo dann der Server releasen soll, wir wissen es ja nicht genau, habe ich mir schon pro forma vorher Urlaub genommen. Ja, das heißt Freitag, Samstag, Sonntag steht safe. Wie weit die Wochentage dann da noch reinspielen werden, das muss ich dann abhängig davon machen, wie dann wirklich der Server released wird, weil das kann ich halt eben auch noch nicht genau einschätzen. Wenn es so sein sollte, dass ich die Woche oder viele Tage noch da frei habe, dann wird es abgesehen von diesen 3 Standardtagen, Freitag, Samstag, Sonntag, auch noch am Montag oder Dienstag oder Mittwoch auch noch weitere Streams geben für den W50-Server-Start, wo wir den Charakter von Davalon begleiten werden. Das ist aber auch noch nicht alles. Ja, also der Hauptaugenmerk liegt auf dem Account von Davalon, damit ihr quasi seht, wie dieses Video in der Theorie jetzt in die Praxis umgewandelt wird, nur 1000-mal krasser, weil es halt der W50-Server-Start ist. Es wird eine bisschen abgewandelte Strategie davon geben und die wird halt sehr, sehr pilzintensiv, sehr, sehr pilzintensiv sein, noch pilzintensiver als die vorherigen Serverstarts. Also W50 ist wirklich mit nichts vergleichbar. Ja, und natürlich möchte man sich auch einen Top-Rang sichern auf dem Server und das werden wir halt versuchen zusammen im Stream mit Davalon zu schaffen. Wie gesagt, ich werde seinen Charakter restreamen, ja, und dann werdet ihr aus seiner Sicht hier alles sehen, was er macht und wie er quasi vorgeht. Der W50-Serverstart wird ziemlich gehypt werden, da auch sehr viele Influencer, große Influencer, YouTuber, höchstwahrscheinlich auf dem Server auch spielen werden. Das heißt, er wird auch außerhalb der normalen Shakes and Fidget-Szene, denke ich mal, viele Anhänger haben, weil dort auch wahrscheinlich sehr viele YouTuber drauf spielen werden. Und da bin ich sehr gespannt, weil normalerweise ist ja das Battle so, wenn auf einem Server YouTuber spielen, die gesponsert werden, dann ist es meistens immer schwierig, gegen die mitzuhalten, weil die halt Pilze for free kriegen, aber man selbst halt Pilze kaufen muss. So. Aber W50 ist voll mit Hardcore-Pilzern, die Unmengen bereit sind, an Mushrooms in das Spiel reinzustecken, um halt mit diesen Leuten mitzuhalten oder halt zu überbieten. So, wahrscheinlich auch zu überbieten, weil die Leute, die YouTuber, die auf diese Server kommen, die spielen alle Jubeljahre dort vielleicht mal und versuchen sich dann einen Rang zu erpilzen mit den Pilzen, die sie halt zur Verfügung haben. Wir haben aber eben das Wissen, ja, die gleiche Pilzanzahl, und wissen aber die Kniffe deutlich besser als die YouTuber, die, weiß ich nicht, alle Jubeljahre mal einen Serverstart machen, gegen den Davalon, der fast jeden Serverstart mitmacht und dort schon sehr, sehr geübt ist, was in speziellen Serverstarts angeht. So, ne? Und natürlich wird das auch ein Langzeitprojekt werden. Der Davalon hat davor natürlich länger zu spielen. Aber wie gesagt, das Ganze ist natürlich auch noch nicht alles. Ich bin ja da auch noch ein kleiner Teil von. Ja, von mir wird es auf diesem Server auch einen Account geben. Ich werde dort eine Klasse spielen und werde daraus auch eine Projektreihe machen. Ja, ich habe ja nicht umsonst gestern meinen Dämonenjäger aufgegeben, weil ich ja auch gesagt habe, ich möchte auf W50 aktiv langfristig spielen, ja, und der Dämonenjäger hat mir halt eben nicht langfristig zugesagt, so, und das Ding ist halt, wir wissen noch nicht, ob es zum W50 Serverstart eine neue Klasse geben sollte. Wenn es eine neue Klasse geben wird, dann werde ich höchstwahrscheinlich die neue Klasse auf W50 spielen, auch in der Gefahr,
hingehend wieder zu riskieren, dass mir die Klasse nicht gefallen könnte, wie beim Dämonenjäger. Ja, Dämonenjäger wurde ja auch gestartet mit einem Server und ja, da wusste man eben noch nicht, dass die Klasse halt so bad wird. Ne? Das kann man mit jeder neuen Klasse, die auf jeden neuen Server startet, nicht genau wissen, aber das Risiko werde ich höchstwahrscheinlich in Kauf nehmen, weil ich halt auch die neue Klasse spielen möchte, falls eine rauskommt, das wissen wir nicht. Ja, weiß man nicht. Wenn keine neue Klasse rauskommt, dann werde ich die Klasse spielen, die ich sowieso schon immer nochmal spielen wollte. Und zwar wird das ein Krieger sein. Ja, kein Druide, der auf Krieger switchen kann, sondern ein purer Krieger. Die alte Klasse, nicht den Druiden. Ja, aus dem einfachen Grund, weil mir das Set an sich von der alten Kriegerklasse deutlich besser gefällt und ich einfach auch diesen Schild-Slot, den der Krieger hat, so feier und das hat eben der Druide nicht. Und ich möchte halt einen Oldschool-Krieger für den Swag spielen. Es macht absolut keinen Sinn, heutzutage noch einen Krieger zu spielen, in den Zeiten, wo es den Druiden gibt. Es macht auch keinen Sinn, einen Kundschafter zu spielen in den Zeiten, wo es einen Druiden gibt. Der Druide hat diese beiden Klassen leider komplett abgelöst, aber ich möchte einfach, weil ich halt auch so ein bisschen alte Schule bin, was Shakes and Fidget angeht und ich aus Swag-Gründen, wie gesagt, den Krieger auch dem Druiden bevorzuge, möchte ich einen Oldschool-Krieger spielen. Falls es keine neue Klasse gibt. Wenn es eine neue Klasse gibt, werde ich diese dort auch spielen in der Gilde. Und zwar verrate ich euch jetzt nach 11 Minuten, mein Projekt auf dem Server. Und zwar werden wir ja den Account von Davalon die Tage auf dem Server restreamen. Das heißt, ihr seht seine Sicht und wir werden uns das Ganze dann anschauen zusammen. Und ich werde parallel, aber auch noch immer nebenbei meine Klasse spielen, denn ich möchte ein bisschen vergleichen. Es gibt ja so eine Art, ja, sag ich mal, Schicht oder eine Schere, die am Serverstart auseinandergeht. Von Hardcore-Pilzern, wie Davalon es einer ist, und Medium-Pilzern oder sogar Free-to-Play-Spielern, wie ich es halt bin. Medium-Pilzer, sagen wir mal. So, die jetzt nicht bereit sind, 4- bis 5-stellig in den Server zu stecken, sondern halt eben nur 3-stellig. Ja, und das ist halt ja, mein Playstyle, und zwar nicht hoch 3-stellig, sondern niedrig 3-stellig. Ich rede hier so vom Verhältnis wie beim Battlemage Serverstart so ungefähr. Da habe ich vielleicht 200-300 Euro ausgegeben innerhalb der ersten 3 Monate oder so. Ja, zum Serverstart habe ich, glaube ich, 50 Euro nur ausgegeben. Also da werden wir auf jeden Fall ein bisschen großzügiger sein. Ja, aber halt eben so, dass es sich im Rahmen hält. So, dass es für die meisten halt bezahlbar ist und halt eben für mich auch. Und zwar gibt es halt so eine Schere, die am Anfang eines Serverstarts entsteht. Und zwar zwischen Hardcore-Pilzern und den Medium-Pilzern. Die geht sehr weit auseinander. Die Hardcore-Pilzer, die gehen nach oben, die schaffen in den ersten 2-3 Tagen Stufe 220. Und die Medium-Pilzer, die schaffen vielleicht so, weiß ich nicht, Stufe 50, 100, ja, oder so, 150, ne? Und die richtig reinbuttern in den ersten 2-3 Tagen, schaffen halt Stufe 220, 30, 40 und so weiter, ne? Also es ja, ist halt zu sehen, dass die Leute, die viel investieren, deutlich schneller vorankommen. Und mit dem Projekt, was ich halt vorhabe auf Server 50, möchte ich halt euch zeigen, wie schnell man wieder so einen Vorsprung einholen kann. Ja, also wie schnell kann man so einen Vorsprung, den Hardcore-Pilzer vorlegen, wieder einholen und auf lange Sicht gesehen sogar noch gut machen oder halt sich an die Leute rankämpfen. Das ist mein Langzeitprojekt auf W50 zu Davalon. Ja, wir gucken uns, wie gesagt, an, wie er halt in den ersten 2-3 Tagen Unmengen an Pilzen rein buttert in den Serverstart und werden halt sehen und erfahren, dass er halt ziemlich hoch im Level sein wird. Ja, wir werden zum Anfang nicht hoch im Level sein, weil wir natürlich Medium spielen, so wie ihr das halt von mir kennt. Ne? Und auf lange Sicht gesehen möchte ich halt euch mit diesem Projekt zeigen, wie es halt möglich ist, mit einem günstigeren Playstyle sich an diese Leute wieder ranzukämpfen,
die innerhalb von 2-3 Tagen so ein krasses Level erreicht haben. Denn man muss dazu sagen, an alle Leute, die das verschreckt, dass die ersten Leute nach 2-3 Tagen Stufe 220 oder so sind oder noch höher, ja, lasst euch da bitte nicht verschrecken. Alle Leute, die langfristig auf W50 spielen wollen, spielt es trotzdem, auch wenn ihr nicht viele Pilze investieren wollt. Denn, sagen wir mal, nach 2-3 Jahren oder so, wo ihr auch relativ gut reinpilzt, aber halt eben, ne, so wie ich halt jetzt zum Beispiel, ne, die halt Medium mit dabei sind, möchte ich euch zeigen, wie es nach 2-3 Jahren so in etwa aussieht auf diesen Accounts und wie weit sich diese Schere, die auseinandergegangen ist, hier oben wieder zusammenfindet. Denn nachher finden sich alle Leute wieder zusammen. So, die Erfahrung wird weniger, das Gold wird mehr und die Leute kommen vom Level her an die Leute ran, die die ersten Tage so einen enormen Fortschritt gemacht haben. Ja, das ist überall so. Das merkt ihr wahrscheinlich an, ja, wenn ihr einen etwas niedrigeren Account habt, merkt ihr das wahrscheinlich zu mir und meinem Account, wie langsam der levelt und wie schnell ihr im Vergleich zu meinem Account levelt, wie viele Level ihr schafft. Und so ist es nachher, dass sich diese Kluft am Anfang wieder oben weiter schließen wird. Es wird zwar immer so sein, dass die Hardcore-Pilzer immer einen Vorteil haben werden, aber die Medium-Pilzen können da auf jeden Fall sehr gut mithalten. Und das möchte ich euch mit diesem Projekt auf W50 langfristig zeigen. Ja, mit einer neuen Klasse, und zwar den Krieger oder halt eine Klasse, wenn sie halt neu rauskommt. Jo, jetzt wisst ihr auf jeden Fall alle Pläne rund um W50 zum Serverstart und alles, was ihr dazu wissen müsst. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ja, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo bei mir da, kostenlos, damit ihr da auch auf jeden Fall informiert werdet. Und ja, dann ist dazu eigentlich soweit alles gesagt. Ich werde euch noch rechtzeitig informieren, wie es die Tage danach aussehen wird. Also Freitag, Samstag, Sonntag steht safe. Da wird es jeweils Minimum eine 8-Stunden-Stream geben, wahrscheinlich mehr. Also es wird ein Streaming-Marathon das Wochenende. Und die Woche darauf werde ich euch noch genauer Bescheid sagen, wenn es denn soweit ist, wenn wir das genaue Datum davon wissen, von dem Serverstart. Und da werde ich euch dann noch informieren, wie halt die Woche danach aussehen wird, streaming-technisch. Wenn ich da die ganze Woche irgendwie frei haben sollte oder das hinkriege, frei zu haben, dann werde ich die ganze Woche natürlich von Montag bis Freitag auch noch durchstreamen. Ja? Also da erwartet euch auf jeden Fall sehr, sehr Großes. Und ich denke mal, dass wir halt mit diesem Serverstart Shakes & Fidget Geschichte schreiben werden. Und das wird, denke ich mal, der heftigste Server, den Shakes & Fidget bisher gesehen hat. Ja, W50 ist halt unglaublich krass. Das nächsthöchste wäre halt W100, aber wer weiß, ob wir da alle noch spielen. Ne? Das weiß halt keiner. Gut. Deswegen auf jeden Fall bleibt da am Ball und für weitere Informationen, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da und ja, verfolgt mit mir, wie wir es schaffen, in den Tagen diese Stufe zu erreichen zum Serverstart und wie richtiges Hardcore-Pilzing aus erster Sicht aussehen wird. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, ihr seid da genauso hyped drauf wie ich auf den Serverstart. Es wird unglaublich heftig werden. Und ja, das war's soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.